Ich bin in El Salvador, genauer gesagt in Costa del Sol. Und jetzt seht ihr hier den Pazifik. Schön finde ich hier die ganze Palmreihe. Genial. Ja, wie spät ist denn das jetzt? Ich glaube 9 Uhr, 30 Grad. Und es ist sehr ruhig hier. Klar, um die Uhrzeit wahrscheinlich, aber es ist auch Wochenende. Man muss dazu sagen, das ist jetzt wahrscheinlich bei den internationalen Gästen hier weniger bekannt. Voilà. Die meisten fahren Richtung Libertad, La Libertad, und da ist dann auch El Tunco, andere Strandanlagen, sage ich mal, die internationaler sind. Aber hier, das hat auch was. Schön diese Palmreihe bis da hinten, die Wellen, heftig, sage ich nur. Also man lässt sich nur ein bisschen treiben und schon ist man ein paar Meter weiter bewegt worden. Finde ich schon heftig, wie schnell das geht. Also wirklich aufpassen. Sieht man hier auch an diesen roten Flaggen. Da sollte man jetzt nicht mehr hingehen. Und das Wasser hier ist gelb und dann ist dort rot, grün, meine Entschuldigung. Ich gehe mal hier so ein bisschen lang. Ja, eigentlich sollte schlechtes Wetter sein, aber schlechtes Wetter heißt, dass es dann mal eben regnet und dann ist wieder, eigentlich ist es warm, ne? Kann man gar nicht sagen. Gestern hat das stark geregnet, ganze Nacht, sage ich mal. Deswegen dachte ich, na, wird das heute noch was? Aber ja, ihr seht ja. Würde mich jetzt interessieren, was da drin ist. Bestimmt eine riesige Krabbe. Kommt da was raus? Auf jeden Fall. Der Sand ist auch mehr grau, finde ich. Ja, ist mehr Vulkan hier. Vulkanerde. Oder Vulkangestein, wie auch immer. Wenn man weiter nördlich fährt ins Land, also nördlich an der Pazifikküste, dann wird der Sand auf jeden Fall schwarz, richtig schwarz. Hier ist hier mehr grau. Und hier kann man sich echt so verlieren. Ja, es ist sehr schön hier zu laufen, seine Gedanken schweifen zu lassen. Ja, die fahren jetzt immer hier hin und her, oder was? Ja. Ja, was ich erzählen kann, also wenn ihr nach El Salvador fliegen wollt, fliegt nicht über Toronto. Ich bin von Hamburg aus geflogen, dann nach London, nach Toronto
Und in Toronto musste ich nochmal komplett Check-in machen und hatte nur 1 Stunde 50 Minuten Zeit, um quasi dann wieder weiter zu fliegen. Und ja, ich habe es nicht geschafft. Fand ich auch ehrlich gesagt eine Sauerei. Kurzfristig was umgeändert und dann hängt man da. Zum Glück wurde mir dann einfach ein Flug danach freigegeben, sage ich mal. Aber ja, bin dann am Flughafen erstmal gestrandet. Ärgerlich, deswegen buche ich jetzt auch anders. Direkt bei der Airline und nicht bei diesen Drittanbietern, muss ich ehrlich sagen. Bin echt enttäuscht. Ist mir noch nie passiert, ehrlich gesagt. Aber ich denke, es liegt daran, weil ich über Toronto geflogen bin. Weil vorher bin ich nach Mexiko sage ich schon, nach Texas geflogen. Oder New York. Und von Texas, Houston, da hat es super geklappt. Da bin ich direkt durchgekommen. Also ohne da nochmal seine Sachen da einzuchecken. Ja, die Blumen finde ich schön. Hat was Magisches. So, ich muss was trinken. Es ist einfach zu warm, um hier nur rumzulaufen. Ja, ich glaube, da wurde ein Feuer angezündet. Ja, das ist leider typisch hier oft zu sehen, dass die Leute das anzünden. Finde ich nicht optimal, aber was soll man sich da jetzt einmischen? Suprema ist ein Bier hier. Ich habe jetzt hier $2 bezahlt. Ich meine hier in so einer Anlage $2, das ist schon quasi teuer. Normalerweise bezahlt man zwischen 80 und $1, 80 Cent und $1. Ja, ich wollte mal ein Bierchen hier noch trinken. Quasi nichts los hier.